Heute bei den Ruhrpott-Schnauzen Alleinunterhalterin, Soloauftritt für Daisy. Ausnahmezustand, Personalausweis für den Zwergotter-Nachwuchs. Erziehungsmaßnahmen, ein Schultag im Leben der Elefantendamen. Und Baustelle, Heizung für die Erdmännchen. Momentan ist nur Daisy für die täglichen Vorführungen bereit. Die anderen großen Tümmler sind mit der Arterhaltung beschäftigt. Revierchef Ulf Schönfeld und Kollege Thomas Lange fragen sich, ob Daisy schon reif ist für ein Soloprogramm. Wir haben natürlich im Augenblick die Dolly, die noch nicht mit den anderen Delfinen zusammengeführt ist. Und so lange müssen wir mit Daisy Vorführung machen. Daisy mit anderen Delfinen überhaupt gar kein Problem, die weiß, was zu tun ist. Aber die weiß halt nicht, wir wissen halt nicht, ob sie sich das auch zutraut, alleine das alles umzusetzen. Sonst hat sie immer einen dabei gehabt, der ihr zeigt, so und so geht das. Das sind die Einsätze für die Sprünge, das sind die Einsätze für die verschiedenen Dressuren. Jetzt muss sie das alleine rauskriegen. Das haben wir natürlich schon geübt, aber unter Vorführungsbedingungen so richtig mit Besucher und vom Timing her kann man das gar nicht üben. Also das wird jetzt so eine kleine Überraschung werden daraus. Daisy scheint bereit. Aber kann sie auch alle Erwartungen erfüllen? Jetzt bei der ersten Vorführung sind sehr, sehr viele Kinder drin. Ich werde sehr, sehr viel erklären müssen. Wahrscheinlich, wenn es nicht läuft. Und da ist Kinder nicht das richtige Publikum. In den Nachmittagsvorführungen sind mehr Erwachsene dabei. Da kann man mehr erklären. Die nehmen mehr auf, wollen auch mehr verstehen. Die Kinder, die jetzt da in der Halle sitzen, die wollen ja eigentlich nur eins: nass werden. Auf der Terrasse von Familie Tapir und Ameisenbär haben die Tierpfleger in den letzten Wochen einen neuen Unterstand errichtet. Sigi Lippmann und sein Chef Mario Jökindemi wollen ihr Bauwerk heute vollenden. Ameisenbär, geh mal weg. Guck mal die du. Geh mal, Schatz. Kann ich anhalten mit hier. Oder ich kann die nicht mehr schieben, Sigi. Wenn die einmal hängt, hängt die. Oh. Ja, danke. Wir haben ja schon seit längerem hier an diesem Tapirstand rumgebastelt. Und heute machen wir ihn endlich fertig. Also Erde draufschaufeln und das Grün hier raus. Weil die Mama das nämlich sonst auffrisst. Das soll ja Deko sein und kein Futter. Ein umweltfreundliches Bauwerk. Hier kommen nur nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz. Wir wollen das hier oben ein bisschen begrünen. Das soll ein Ökodach geben. Und da werden wir noch ein bisschen Rasensamen gleich ausbringen. Dass das Ganze wirklich harmonisch in die Landschaft passt, oder? Jetzt sind wir die Karre hier. Da wir auf dem Boden kein Grün reinkriegen, die Tiere machen immer alles kaputt, machen wir halt aufs Dach. Ja, da kommen die nicht dran. Du bist ja der Mann mit dem grünen Daumen. Ich habe gedacht, da haben wir Gärtner für. Du bist nicht nur der blaue Klaus mit deinem blauen Pulli, sondern du hast auch noch einen grünen Daumen. So, ich habe mir jetzt einfach erstmal hier am Rand eine Ecke ausgesucht. Da muss ich noch ein bisschen mehr Erde haben. Und da gehe ich dann gleich hin, mache eine kleine Mulde oder vielleicht eine kleine Erhöhung und werde jetzt die ersten Pflanzen da reinsetzen und setze sie dann so an eine Stelle, dass es von der Besucherseite her am günstigsten aussieht eben halt. Wobei, das ist eigentlich erstmal nur ein Eindruck, den man von hier oben hat. Ob das von der Besucherseite her wirklich am günstigsten aussieht, das muss ich gleich erst beurteilen, wenn ich wieder rausgegangen bin. Die Zuschauer im Delfinarium ahnen nicht, dass sie heute eine ganz besondere Vorstellung erwartet. Ob Daisy Lampenfieber hat? Ulf Schönfeld hat es ganz sicher. Ja, ich bin schon ziemlich nervös. Das ist natürlich jetzt eine Premiere mit der Daisy. Alleine versuchen, dieses Programm zu machen. Ich denke, die Daisy ist mindestens genauso nervös wie ich. Auf geht's. Ihr Publikum wollen beide nicht enttäuschen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Ich darf Sie hier bei uns im Delfinarium recht herzlich begrüßen. Wir legen jetzt sofort mit der Vorführung los. Unsere Daisy, die stellt sich jetzt mit einigen Sprüngen bei Ihnen vor. Genau, Mädel, zeig dich. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön, klasse. Die kleine Daisy macht natürlich schon jahrelang bei uns in der Vorführung mit, aber ganz alleine hat sie die Vorführung eigentlich noch nicht wirklich gemacht.
Ganz, ganz wichtig ist jetzt, wir brauchen für die Daisy ein bisschen Zeit. Und wenn die Daisy etwas toll macht, braucht sie natürlich auch Ihre Unterstützung und braucht so einen richtig dicken Applaus. Wir wollen Ihnen zeigen, dass Delfine durch die Wasseroberfläche schauen können. Der Delfin guckt von unter Wasser, berechnet die Lichtbrechung der Wasseroberfläche mit und trifft den sich bewegenden Ball. Für uns Menschen ist das unmöglich. Für Delfine ist das eigentlich ein Klacks, ne? Bisher meistert Daisy ihre Aufgaben souverän. Die Daisy kriegt jetzt ein Handzeichen, soll dann darüber schwimmen. Machen Sie Ihre Fotoapparate fertig. Der Delfin rutscht da raus, da ist die Wiegeplattform. Oh, die Daisy ist noch ein bisschen verwirrt. Sie macht die Vorführung heute, wie gesagt, zum ersten Mal alleine. Ja, warum lassen wir eigentlich einen Delfin da drüben rausrutschen? Eigentlich ist das da vorne eine Delfinwaage. Ja? So, Mädel, komm, sei mal so nett, zeig uns deinen Luxuskörper in ganzer Pracht und Fülle. Das schaffst du. Nicht zögern. Kann Ja, sie denkt nach. Und ja, genau. Super. Klasse, Kleiner. Große Aufregung bei den Zwergottern. Seit dem frühen Morgen ist der Nachwuchs zum ersten Mal von seinen Müttern getrennt. Denn heute nehmen Revierchef Peter Schulz, sein Kollege Klaus Sommer und Tierarzt Manuel Garcia-Hartmann die Kleinen ganz genau unter die Lupe. Ja, du mach doch mal nicht so ein Palaver. Die Tiere sind alle gesund und munter, aber es sind die Jungtiere, die in diesem Jahr geboren wurden von unseren Zwergottern und die sind noch nicht in irgendeiner Weise identifizierbar für uns, weil sie wir noch nicht markiert haben. Und wir wissen auch gar nicht, wie viele Männchen, wie viele Weibchen dabei sind. Und das wollen wir uns heute genau angucken und das bestimmen und die Tiere auch eindeutig identifizieren. Dazu müssen die Sprösslinge jedoch erst mal ins Netz. Ist doch gut. Herr Hartmann, Sie sind soweit, oder? Ich bin fertig, ja. Ja? Wir können anfangen. Dann nehmen wir uns mal den ersten hier vor. Guck, der ist relativ schnell. Keine Handschuhe an. Ja, ja. Die Kleine. Einsatz für den Veterinär. Jetzt bekommt das erste Tier einen Chip mit seinen persönlichen Daten unter die Haut gesetzt. Im Wartezimmer ist derweil das Geschrei groß. Die Kleinen sehnen sich nach ihrer Familie. Natürlich haben die Angst. Die waren immer mit Papa und Mama zusammen auf der Anlage und auf einmal ist da eine Tür vor und Feierabend. Die sehen sich nicht mehr. Die Tanten schreien, die Onkels schreien, die sind doch komplett durcheinander und verstehen natürlich die ganze Aktion hier nicht, die wir hier starten. Die ist für uns aber halt wichtig. Wir schreiben uns die Nummer des Chips auf, den wir da subkutan setzen. Und dieser Chip ist letztendlich so etwas wie ein Nummernschild. Das ist eine eindeutige Nummer, die gibt es nicht nochmal. Und die erlaubt es uns in der Zukunft, das Tier immer eindeutig zu identifizieren. Auf der Tapir-Anlage gehen derweil die Verschönerungsarbeiten weiter. Marie und Sigi entdecken dabei ihre Liebe fürs Detail. So, mein kleiner Halbitaliener. Ich habe hier noch einen großen, den wollte ich eigentlich hier hinpflanzen. Da habe ich noch einen übrig. Gehst du dann auf den Weg, guckst mal, wie das aussieht und sagst mir, wo ich den letzten eventuell noch hinsetzen soll? Ja, Oder ob ich überhaupt was versetzen soll? ich mache jetzt den Weil- Feinschliff von außen, ne? Wollte ich gerade sagen. Von hier aus kannst du schlecht beurteilen, wie das aussieht. Ich gehe mal rum. Und Oleg? Schön. Finde ich auch, ne? Da guckt nur so ein Stück Plane raus. Da drüben. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen Erde gleich drauf verteilen. Meinst du hier noch einen hinsetzen oder Ja, da doch. vorne noch mal rein? Nee, Etwas da würde ich weiter noch nach einen hinten, hinsetzen, auf der dahin. Ecke da, ja. Gut. Und regelmäßig gießen jetzt. Ja, vor allen Dingen Wasser muss da drauf. Am besten jetzt gleich noch. Jetzt sind wir langsam zufriedener. So richtig zufrieden sind wir nie. Nee, aber jetzt sieht das ja wirklich gar nicht so hässlich künstlich mehr aus. Und die Tiere können sich jetzt wirklich geschützt vom Regen darunter legen. Und der Sinn ist ja, dass die Zoobesucher die Tapire nach Möglichkeit so nah wie möglich hier vorfinden. Aber trotzdem die Tiere das Gefühl haben, sie sind versteckt. Und das haben wir jetzt gerade hier gemacht. Sieht gut aus. Sigi, ich würde jetzt gerne Tapir sein. Scheint dir zu gefallen. Die wird sich wohl gleich hinlegen und dann wird die eine kleine Pause einlegen da. Die legt gleich den Hintern runter und macht Probe liegen. Wunderbar. Haben wir alles richtig gemacht. Ja. Während Delphi und ihre Tochter sich beim Schwimmen entspannen, steht Daisy vor einer großen Herausforderung. Jetzt, an dieser Stelle, wollen wir eigentlich immer eine Runde mit unserem Boot fahren. Aber schon haben wir das nächste Problem. Die kleine Daisy kann das Bötchen überhaupt gar nicht ziehen. Ja? Also, bisher kann die Daisy das Bötchen nicht ziehen. Wir üben das jetzt gerade mit der Daisy.
Wo ist denn das Problem? Also, der Delfin nimmt den Ring auf die Schnauze und setzt damit natürlich etwas in Bewegung. Das Boot kommt auf einmal hinter ihr her und da lässt sie los. Ja, was ist das denn? Ich werde verfolgt, ne? Schaffst du, genau. Kommst du noch mal dran an den Ring? Komm mit rein. Ja, im Großen und Ganzen weiß sie, worum es geht. Komm mit. Sie macht das auch schon ganz ordentlich, aber ehrlich gesagt, wir trauen uns noch nicht, da ein Kind reinzuladen. Ja? Also, die Daisy folgt an den Fenstern dem Thomas, guckt immer, wo läuft der gerade rum. Im Großen und Ganzen ist das für einen Anfängerdelfin schon recht gut, aber wir haben das Boot und das Kind erst recht noch nicht auf meiner Seite. Ne? Mendel, es sind nur noch ein paar Meter hier. Komm, die schaffst du. Komm, einmal drehen noch. Genau, Mädel. Super, Gummi, gut, ganz hervorragend. Das hast du perfekt gemacht. Perfekt hast du das gemacht. Ja. So viel Lob motiviert Daisy natürlich zu Höchstleistungen. Selbstsicher zeigt die 11-Jährige, was sie alles kann. Mädel, komm, schnapp dir mal einen Baller und dann schießt die Dinger mal raus hier. Vorlegen, abziehen. Jawohl. Können wir nicht machen. Jetzt haben wir aber noch so ein kleines Problem. Die Kinder sind ja gar nicht nass geworden. Ist das schlimm? Wir wollen nass werden, ja? Komm, Daisy, dann sei mal so nett. Immer doch, ne? Achtung, Wasser. Hupsala. Ja, und machen wir nochmal, ne? Wo ist sie? Damit sind wir dann auch so ziemlich am Ende unserer kleinen Delfinvorführung angelangt. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Es ist natürlich im Augenblick super interessant zu sehen, wie die kleine Daisy sich in der Vorführung entwickelt. Daisy hat sich tapfer geschlagen. Ulf ist stolz auf seine kleine Kämpferin. Ich bin voll zufrieden. Daisy hat super gut mitgemacht. Es ist toll zu sehen, wie die sich Mühe gibt, das alles umzusetzen, aber einfach noch nicht kann. Die braucht einfach noch ein paar Tage, bis sie die Routine ganz alleine macht. Und ich bin überzeugt davon, das sieht schon morgen und Sonntag sieht das schon ganz, ganz anders aus. Ausnahmezustand bei den Zwergottern. Doch es hilft nichts. Kein Zootier kommt um einen Identifikationschip herum. Ja, sind ja nicht mehr so viele. Komm, freiwillig. Ja gut, das ist der Mutigste, der kam freiwillig, hast du gesehen? Zum Glück ist es gleich geschafft. Wenn man die Tiere anguckt, die sehen alle gleich aus. Und es gibt so ein paar Arten, wo es dann wirklich schwierig ist, die auseinanderzuhalten. Und mit diesen Nummern wissen wir, wo sie herkommen, welches Jahr sie geboren sind, welches Geschlecht sie haben. Also das heißt, diese gesamte Information können wir an der Hand der Nummer dann quasi aus unseren Archiven fischen. Und ja, wie gesagt, es ist ein Nummernschild. Das hat der Tierarzt schon für das nächste Otterkind vorbereitet. Ein kurzer Pieks und schon ist der wehrhafte Nachwuchs wieder erlöst. Meine Herren, ein Gebrüll. Guck mal hier, wenn du das so machst wie die anderen, bist du auch gleich verschwunden. Schwupp. Da ist er. Wir haben heute zwei Dinge gemacht. Wir haben zum einen die Tiere identifiziert mit Hilfe dieses Mikrochips, den sie unter der Haut implantiert bekommen. Und zum anderen haben wir uns angeschaut, wie das Geschlechterverhältnis ist. Aufgrund dieser Daten können wir dann nachher auch bestimmen, welche Tiere bei uns bleiben können, genetisch gesehen, welche Tiere weg müssen und in eine andere Zuchtgruppe müssen. Und damit auch das Männchen-Weibchen-Verhältnis in der Gruppe letztendlich stimmt, brauchen wir diese Information. Otter sind im Allgemeinen nicht ganz einfach zu züchten. Diese Art ist nicht die schwierigste. Es gibt schwierigere Otterzuchten, aber es ist keine ganz einfache Zucht. Und wir haben, Gott sei Dank, sage ich mal, eine sehr gut funktionierende Zuchtgruppe, die regelmäßig, also jedes Jahr einen großen Wurf bringt. Wir haben dieses Jahr 5 Jungtiere, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, 7. Also wir müssen uns über die Zucht bei uns keine Sorgen machen. Gut. Jo, alles klar. Herzlichen Dank. Jo, tschö. Und gut, dass alle Finger noch dran sind. Ja. Bis zum nächsten Mal. Jo. Dieser stattliche Vogel lebt noch nicht lange im Duisburger Zoo. Was auf den ersten Blick nicht auffällt, er ist schwer gehandicapt. Was genau dem Storch widerfahren ist, liegt allerdings im Dunkeln. Revierleiter Mike Kirschner stellt den Neuzugang vor. Ja, das ist unser neues Schwarzstorchweibchen. Das haben wir vor einer Woche bekommen aus Polen. Und hier handelt es sich um einen Wildstorch, der ist verletzt aufgefunden worden. Man sieht das auch ganz deutlich. Also der Flügel ist
gebrochen und auch wieder falsch zusammengewachsen. Ist völlig flugunfähig, hätte dann im Freiland überhaupt keine Überlebenschancen, zumal die ja auch einmal jährlich nach Afrika ins Winterquartier ziehen. Und so haben wir die Möglichkeit erhalten, für unseren einzelnen Schwarzstorchmann einen Partner zu bekommen. Hier kann man jetzt ganz deutlich sehen, dass die trotz ihres behinderten Flügels am Trainieren ist. Das heißt, sie ist übermäßig und will ihre Flugmuskulatur bewegen. Also es ist ein ganz gutes Zeichen, putzig auch. Also für diese Verletzung, für diese Art von Verletzung ist das schon ganz positiv, was sie uns zeigt. Ihren zukünftigen Lebensgefährten hat die Storchendame bisher nur aus der Ferne gesehen. Die sind noch getrennt, weil Störche untereinander, nicht nur Schwarzstörche, auch andere Storchenarten, nicht immer ganz so friedlich miteinander sind. Und in der ersten Zeit muss man erst mal schauen, wie die sich am Gitter vertragen. Also die nähern sich immer weiter an. Schon mal ein gutes Zeichen. Im Robbenrevier sorgt sich Tierpflegerin Yvonna Brandt zurzeit besonders um das Wohlergehen von Seelöwendame Efi. Die 23-Jährige hat genug vom Rudel Boss und leidet schon unter dessen purer Anwesenheit. Ich sperre jetzt die Mädels aus. Die kalifornischen Seelöwen kommen jetzt raus, aber ohne den Chef. Der Chef muss drin bleiben, weil unsere alte Dame Efi, die hat Angst vor ihm, verträgt ihn nicht. Und wenn die zusammen im Becken sind, frisst sie uns nicht, ist sehr labil und deswegen gehen die im Wechsel raus. Und heute ist eben Efi-Tag. Ja, dann kommen Mädels, gell? Zack. Bitte schön. Auch die anderen Seelöwinnen begrüßen die Abwesenheit des Pool Casanovas. Doch diese therapeutische Maßnahme genießt eine natürlich ganz besonders. Das ist die Efi jetzt da hinten. Die schubbert sich, fühlt sich sichtlich wohl. Körperlich geht's ihr prima. Nur die Psyche, die ist bei ihr ein bisschen kränklich. Warum auch immer. Ob das bei den alten Seelöwendamen immer so ist, das müssen wir erst mal herausfinden. Das ist das erste Mal, wo wir mit Alterserscheinungen was zu tun haben. Ja. Die Efi, wenn die mit der kompletten Gruppe hier drin schwimmt, verhält sie sich ganz anders. Also sehr labil. Die schaltet komplett ab, möchte gar nicht fressen und hält sich nur im Graben auf. Weil unser Pitt ist, so ein pubertaler junger Mann. Und er möchte immer wieder bei den Weibern was zu sagen haben. Und das bedeutet auch, dass er auf sie zuschwimmt und die Efi denkt, er will ihr was. Ne? Obwohl sich Efi offenbar wohlfühlt, braucht die betagte Robbenfrau weit mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung als ihre Artgenossinnen. Hey, komm jetzt! Ja, mit ihm müssen wir halt mühsam umgehen. Immer schön zureden. Das kostet manchmal sehr viel Zeit und Geduld, aber das ist nicht schlimm. Ja, komm, da schwimmt. Ja, hallo, die hat uns begrüßt. Komm, dein Fisch. Ja. Die hat einen Fisch genommen, das ist schon mal prima. Das ist bei ihr schon mal guter Erfolg. Jetzt will sie wieder ihre Ruhe haben. Das ist so bei den alten Damen. Und ihr lässt sie in Ruhe, ja? Sonst lasse ich den Dicken raus. Apropos Dicke, jetzt können wir den Dicken füttern, damit der bei Laune bleibt, ne? So. Dann schmeißen wir den Rest weg. Ein Fest für die Damen. Und dann auch. Fertig. Von mir aus können wir sie zulassen. Können wir sie zusammenlassen. Endlich. Peter und Klaus führen die XXL-Otterfamilie wieder zusammen. So ganz trauen die Eltern dem Braten aber noch nicht. Ja, eure Kinder sind in der Kiste, in der Spielkiste. Jetzt haben die das gleich. Die sind jetzt natürlich vollkommen aufgeregt, haben damit schon festgestellt, dass die Jungen in der Kiste sind, aber trauen sich doch noch nicht so richtig hier rauszuholen. Die hatten alle schon mal dieses Erlebnis. Die kennen das und wollen nicht auch dran sein. Und dann sind sie vorsichtig und bleiben erst mal zurückhaltend. Ist normal, ist intelligent. So, Peter, wir haben ja noch Herz. Guck mal, jetzt Guck hat mal die hier ersten rauslocken. Kleinen haben sie schon rausgeschafft. Ja, wenn die jetzt hier fressen würden, dann wäre ja als Belohnung
als Belohnung ganz gut. Mal sehen, wie sie reagieren. So, kommt, Jungs. Belohnung für das Ganze. Aufregung legt sich, man hört nichts mehr, ist Ruhe im Laden. Und dann beruhigt sich jetzt die ganze Situation. Ist auch gut für die Tiere so und die vergessen das auch ganz schnell wieder. Es ist sozusagen ein Albtraum gewesen. Tatsächlich scheint nach dem Versöhnungssnack alles wieder in bester Ordnung. So, jetzt haben wir sie alle raus. Jo. Die schauen so aus wie Kuscheltiere, aber sie sind keine Kuscheltiere. Haben ganz schöne Zähne, da können die auch mit umgehen. Zum Leidwesen unser, da haben wir schon alle mal gekostet. Wenn man ein bisschen ungeschickt ist, dann ist es einfach passiert. Und dann merkt man tatsächlich, wie die zubeißen können. Das sind einfach Raubtiere. Ach, guck mal hier. Super. Jetzt kommen die mit dem ganzen Heu von hinten her und bringen hier alles rein. Damit machen sie natürlich alles jetzt trocken. Die Ulligen werden noch mal abgetrocknet. Und also ist schon ein tolles Verhalten, wie die miteinander umgehen. Bei den Duisburger Elefantendamen kommt selten Langeweile auf. Daisy, Etosha und Saiba spielen am liebsten den ganzen Tag miteinander. Heute sorgen Revierchef Hermann Sommer und Kollege Klaus Willebrand zusätzlich für Unterhaltung. Wir wollen heute mal wieder etwas mit unseren 3 Elefantendamen arbeiten. Etwas Training machen, dass sie auch gut hören, wenn wir damit jeden Tag arbeiten. Der Tierarzt da dran gehen muss zur Behandlung. Wenn mal ein Elefant krank ist, sollte ein Elefant hundertprozentig hören. Für den Unterricht müssen die 2 ihre schwergewichtigen Lieblinge erst einmal in Position bringen. Brav folgen die Mädels. Kein Wunder, schließlich wird ja jede Anstrengung belohnt. Daisy hier. Langsam rum. Gerade hinstellen. Gerade rum da. So. Daisy hier. Und Lift. Schön Lift. Salü. Schön Lift. Aber das ist einfach nur reines Training, da so wie auch beim Hund praktisch. Wenn man denen etwas beibringt. Und das A und O ist immer, wenn ein Tier was vernünftig gemacht hat, immer Belohnung. Und wenn es eben gar nicht vernünftig gemacht hat, dann eben gar nicht, was weiß ich, schimpfen oder was, dann gibt es eben gar nichts zu fressen. Und das merken die sich dann. Girls Day im Seelöwenbecken. Machos haben heute keinen Zutritt. Sunny, Nixe und Co. genießen die Ruhe und den stressfreien Badespaß ohne Jungbulle Pitt. Yvonna will den Halbstarken ein wenig trösten. Ja, jetzt versuche ich, ob der Pitt fressen möchte. Oh ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir rein und halten wir den bei Laune. Hallo Dicker. Ja, fein. Ja, leckerchen. Komm. Ja, leckerchen. Damit du was wirst, ne? Ja, unser Pitt ist noch nie ausgewachsen, der ist noch klein. Da kommen noch 100 Kilo Masse in 2-3 Jahren. Und dann hoffen wir, dass der nicht mehr so Allüren hat, wenn der einen dicken Hals kriegt und die Erscheinung als solche halt größer wird, merkt er selber, dass er nicht nötig hat, diese Jagdattacken. Und diese pubertäre Verhalten wird dann wahrscheinlich nachlassen, indem der merkt, die nehmen dich doch ernst, weil ich halt riesengroß bin. Der sieht zwar jetzt schon riesengroß aus, aber der ist noch klein. Oh, ein Monster war da, ne? Ja, jetzt ist er wieder ruhig. Hallo, mein Schatz. Zeig mal, Mama. Ah. Oh, du stinkst. So, sollen wir Dusche anmachen? Komm, Dicker. Das ist ein Riesenbaby. So, hier ist unser Duschsystem. Das sind die 3 Bereiche. Dann machen wir die Mitte auf. So. Yvonna weiß, dass sie dem 8-jährigen Bullen mit dem Brausebad eine besondere Freude macht. Bei der feuchten Körperpflege kann Pizzo richtig abschalten. Ja, der Dichte, der duscht dich jetzt ab. Der Pitt. Ja, fein, das genießt er immer. Und damit können wir ihm natürlich auch die Feuchtigkeit bieten oder Fellpflege, dass er sich schubbert und ein bisschen abduscht. Jo, dann sag's gut, Dicker. Erdmännchen sind in den Savannen Afrikas beheimatet. Damit sie sich auch in Duisburg zu Hause fühlen, bekommen sie heute eine Heizung. Wir werden jetzt hier für die Erdmännchen einen Wärmestrahler installieren und dafür müssen wir vorab eine Halterung
hier anbringen. Und als Halterung haben wir diesen schönen Stamm uns ausgesucht, den wir da oben aufs Dach legen und da ja, die Wärmelampe quasi installieren können. Dann sieht das so ein bisschen natürlich aus. Man könnte einfach auch eine Eisenstange nehmen, aber dann macht man ja so ein bisschen das Gesamtbild der Anlage kaputt. Deswegen haben wir uns für Naturstamm entschieden. Die Aufgabe bereitet dem Handwerkertrupp um Helmut Schulz einige Probleme. Ja, jetzt stehen wir nun da. Ne? Jetzt haben wir das Ding oben. Ne? Jetzt kommen da oben erstmal ein paar Paletten drauf, weil der Baum ist ja ziemlich gewichtig und würde dann die Dachpappe oben kaputt drücken. Also müssen wir das Gewicht verteilen. Jetzt kommt einer mit den Paletten und mehrere, um den oben dann richtig zu wuchten. Unter den skeptischen Blicken der Bewohner setzen die Vorarbeiter und sein Team den Plan in die Tat um. Insbesondere bei der Positionierung des Heizkörpers überlassen Helmut und Revierchef Christian Driesen nichts dem Zufall. Der Baum soll hier ungefähr 3 Meter überstehen. An dem Baum kommt nachher dann die Wärmelampe dran. Und da, wo eben die Lampe dran ist, sollen die Tiere sich aufhalten und da besonders viel wühlen. Ne? Ist ja ihre Art. Ne? Nun sagt der Tierpfleger gerade, die sind ja gerade links am Wühlen, aber da haben sie die blöden Felsen da. Ne? Ja, aber dann sitzen die halt schön auf den Steinen. Und die Ja. Steine werden zusätzlich auch noch warm, ist doch auch schön. Ja, machen wir es so, ja. Machen wir's Wir so, legen komm. erstmal aus, wie der Stamm eben liegt und sagen dann Ja, entweder dann das ist gut oder schlecht. Ne? Genau, dann legen wir den erstmal Ne? da. Wie er in die gerade Richtung. kommt. Ne? Machen wir so. Ja. Ne? Nun sagt der Tierpfleger, der kann ruhig nach unten hängen. Ne? Dann sind wir tiefer oder weiter zu den Tieren. Ne? Sind wir näher dran an denen. Ne? Elefantenschule, 2. Stunde. Saiba und Etosha folgen dem Unterricht aufmerksam. Nur Leitkuh Daisy tanzt aus der Reihe. Oh, sie guckt mal, wie sie so rausreizen kann, ob sie mitmachen soll oder nicht. Jetzt macht sie mit. Als ehemaliger Zirkuselefant liebt es Daisy, im Mittelpunkt zu stehen. Okay, aufstehen, Okay, prima auf. gemacht. Toll. Auf. Brav, jawohl, Etosha, super. Die Sachen, die wir jetzt hier so mit den Elefanten machen, das ist nicht nur zum Rumalbern oder so zum Spaß machen, sondern diese Sachen, die brauchen wir für den täglichen Umgang mit den Tieren. Wenn wir den Elefanten die Füße machen, müssen die den Fuß heben oder den Rüssel hoch, dass wir auch mal reingucken können in so ein Elefantenmaul, ob da alles okay ist, da die Zähne okay. Dann nimmt man so etwas Futter. Da sagen wir mal, da sieht man die Zunge und alles. Wenn ein anderer Elefant jetzt nicht stören würde, dann könnte man das gut sehen, aber die sind so verfressen. Und will der eine auch immer was. Hier vorne, Lift auf, alle beide. Damit kein Futterneid aufkommt, teilt sich die Gruppe. Daisy bekommt jetzt Einzelunterricht. Trotzdem lässt die Konzentration der anderen zu wünschen übrig. Sag mal, das Seil habe ich dir gerade schon mal erklärt. Das brauchen wir erst später. Ja, komm, gib mal ab, heb mal auf, gib mir das mal ab. Dankeschön. Von den Arbeiten über ihren Köpfen lassen sich die Erdmännchen nicht stören. Allerdings ist der Revierchef noch nicht ganz zufrieden. So richtig optimal hängt er dann nicht über den Stein. Ich dachte eher, dass er vielleicht mittig über dem sehr ebenen Felsen ragt. Aber das Gerät, das wir da anbringen, das hat ja auch eine gewisse Breite, wo es strahlt. Und dann gehe ich davon aus, dass die Steine ja auch erwärmt werden. Und das ist ja dann der Sinn der Übung. Das reicht ja dann. Lassen wir den so jetzt? Ja, ist nicht, ich hätte den ein bisschen nach da hier gerne noch. So ein bisschen, Zu dir? Nee, ja, einmal ein bisschen hier hin und einmal ein bisschen nach da. Ja. Also wenige Zentimeter noch, dann wäre ich total zufrieden. Ja, lass ihn nicht da reinfallen. Genau so. Ja, ist ja okay. Aber jetzt hängt er höher als 2 Meter, oder? Wir müssten 30 cm Abstand halten vom Holz. Weil die Lampe so eine Ach so, nee, dann ist es ja genau, wie wir es wollten. Haben wir so 1,80 Meter, 70. Ja, super. Ja? Ja, ganz toll. Okay. Gefällt mir gut. Nach so viel Lob hat Helmut und seine Jungs der Ehrgeiz gepackt. Mit vereinten Kräften bemühen sie sich, auf die Bedürfnisse von Mensch und Tier noch präziser einzugehen. Die Präsentation der Ergebnisse erfordert trotzdem diplomatisches Geschick. Der wird von alleine. Herr Driesen, einmal noch schauen, ja? Noch können wir aber tiefer. Geht's auch noch ein bisschen nach da oder geht nicht? Geht nicht. Warum denn nicht? Weil der mittlerweile wiegt ja schon 5 Tonnen. Nee, dann bleiben. Dann sage ich bleiben. Ja, schade. Wäre besser ein bisschen da, ne? Ja, da wäre schön, ja. Probier doch mal dein Glück. Komm mal, noch mal ein bisschen nach rüber schieben. Die Kundschaft ist ganz schön anspruchsvoll.
Aber das macht Helmut nichts aus. Der Vorarbeiter schätzt Herausforderungen. Jeden Tag haben wir hier weniger zu kämpfen, wollte ich jetzt nicht sagen, aber jeden Tag haben wir was Neues hier. Und jeden Tag müssen wir sehen, dass wir mit den Gegebenheiten zurechtkommen. Ne? Und können uns hier austoben, endlich mal, ne? Alle Mann. Können sagen, das lassen wir so, das machen wir so. Auf ins manche meinen, das ist nicht so richtig, aber für uns reicht das. Ne? Dank langjähriger Erfahrung und viel Improvisationstalent kann Helmut auch dieses Mal mit der Arbeit seines Teams glänzen. Ja, genau über den Steinen. Ne? Sehr schön. Ich denke auch, dass es halten wird und man sieht es auch kaum. Also Ja, sehr fällt gelungene gar nicht ins Arbeit. Auge, mal wieder. ne? Das ist gut so. Sehr schön. Wenn man was nicht sieht, war es richtig. Ne? Genau, ich bin sehr zufrieden. Dankeschön. Okay. Tschö. Ja, bis dann. In der Fasanerie sind vor einigen Tagen 4 Perlhuhnküken geschlüpft. Alle gesund, aber sehr schreckhaft. Darum nähert sich Tierpflegerin Sandra Sinn den kleinen Piepmätzen so leise und vorsichtig wie nur möglich. Ich gucke einfach, dass so Futter und Kot alles draußen ist, so im Groben. Und man sieht ja, die sind sowas von hektisch. Sandra richtet das Kinderzimmer zugleich gemütlich und praktisch ein. Wir packen hier die Matten rein, einfach es ist einfacher sauber zu machen wie auf diesem Holzboden. Und es schont auch so ein bisschen die Füße. Ist nicht ganz so hart. Ist wie bei uns der Teppichboden zu Hause. Wenn er denn dann reinpasst. Der aufgeregte Hühnerhaufen findet trotzdem keine Ruhe. Also unsere 4 hier sind sehr, sehr hektisch. Solche hatten wir bis jetzt noch nie. Er sagt, irgendwann gewöhnen die sich an alles, aber die nicht. Ja, Vorsicht, Vorsicht. So wird die tägliche Routine zur Geduldsprobe. Nur bei den Mahlzeiten ist alles unproblematisch. Perlhühner sind Allesfresser. Und so zum Aufziehen bekommen die zu Anfang ziemlich viel tierisches Eiweiß. Also bei uns heißt das Insektenweichfutter, sind lauter klein gemahlene Insekten und auch ein paar ganze. Und dann haben wir noch Eifutter drin, das ist einfach wirklich gemahlenes und getrocknetes Ei. Und so peu à peu fängt man dann an mit Körnern und Grünzeug und all so Sachen. Aber zu Anfang erstmal das. Schmeckt auch am besten wohl. Noch ein bisschen Wasser. Und gut ist, gleich noch ein paar Mehlwürmer. Und dann sind sie mich endlich los. Hermann trainiert fast täglich mit seinen grauen Riesen. Langweilig wird es dem Revierchef trotzdem nie. Und einmal tschuck. Ganz tschuck. Okay, prima. Süße. Tut dir keiner was. Ich mache das jetzt schon seit gut 30 Jahren, Elefanten. Und ich gehe sehr gerne zur Arbeit. Ich würde auch gar nichts anderes wollen als im Büro oder irgendwie. Da könnte mir einer Hunderttausenden von Euros bieten. Das können zu viel Geld. Ich würde es gar nicht geben. Das uns die Elefanten jeden Tag an Freude und bringen. Klaus, komm mal bitte mit die Etosha. So, Kollege, ich brauche euch beiden. Kannst du haben, unsere Hilfe. Ne, da Wollen wir mit anpacken, Etosha? Komm hier. mal schauen, um die da arbeiten wollen. Komm hier vorwärts. So. Selber, du gehst mal zurück. Weiter zurück. Weiter zurück. So, komm Etosha. hier rum mit Ja. ihr. Etosha. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, nein. So, steh langsam. Hier Langsam. rum. So. Wir wollen versuchen, dass Salva und Komm hier. Etosha hier diesen Baumstamm rollen. Und, aber dann, wenn es geht, beide gemeinsam. So, komm hier vorwärts, alle beide. Etosha hier hin. Der Sportunterricht am Ende des langen Schultages scheint den Elefantenladies am besten zu gefallen. Dabei können sich die rund 2 Tonnen schweren Spielkameradinnen so richtig austoben. Okay, Etosha. Das Training, da war Ja. Nö, war okay, fand ich auch. ganz toll. So gut, das eine war gar nicht so toll mit den Hinlegen, aber
Naja. Mein Gott, es kann ja nicht alles perfekt klappen. Ne? Dafür arbeiten wir mit Tieren und nicht mit Maschinen. Ganz genau. Mädels? Zwergflusspferd Quirle und ihre 3 Monate alte Tochter genießen den Nachmittag in ihrer großzügigen Badewanne. Sie ahnen nicht, dass heute noch Besuch kommt, auf den ihr Pfleger Stefan Terlinden schon wartet. Ich mache jetzt hier eben noch ein bisschen sauber und dann kommt gleich der Mike vorbei. Der hat eine kleine Überraschung für seine Freundin vorbereitet. Am nächsten Freitag haben wir eine Nachtführung und da will er seiner Freundin wohl einen Heiratsantrag machen. Und das besprechen wir gleich mal, wie wir es halt hier im Hause machen können. Damit dürfte das gemütliche Nickerchen gleich ein unerwartetes Ende finden. Denn Mike Grano, der Bräutigam in Spee, ist schon auf dem Weg zu Stefan. Entschuldigung? Stefan? Ja? Hallo, ich bin Mike. Wir hatten telefoniert. Ja, kommst mal einmal hinten rum? Alles klar. Gut. Der 29-jährige Rechtsreferendar braucht für sein Vorhaben dringend Unterstützung. Hallo Mike. Du hast dir ja was ganz Besonderes ausgedacht hier. Ja. Und dann sprechen wir es jetzt mal einmal durch, was du dir so vorgestellt hast. Am Telefon hast du ja schon ein bisschen erzählt. Ja, ich habe eigentlich vor, meiner Freundin im Zuge dieser Nachtführung, die nächstes Wochenende abends stattfindet, einen Heiratsantrag zu machen. Bin ein bisschen aufgeregt, habe mir so ein paar Sachen überlegt, weiß aber jetzt noch nicht genau. Und deswegen hatte ich gedacht, habe ich mich an euch gewandt und hatte gehofft, dass ihr vielleicht auch ein paar Ideen habt, wie ich eher sozusagen überraschend einen Heiratsantrag machen kann. Irgendwie so ein Tier einbinden oder sowas wäre natürlich schön. Problem ist natürlich hier im Affenhaus, wenn wir unsere Affen einbinden, kann sein, dass sie halt freiwillig den tauschen, aber kann natürlich sein, weil es halt was ganz Tolles ist, dass sie ihn erstmal selber festhalten. Was wir vielleicht mal probieren können, dass wir eins von unseren Flusspferden mal davon überzeugen. Dann würde ich sagen, irgendwie ein Band umbinden, wo der Ring dran ist. Das Band halt um den Kopf vom Flusspferd legen und dann hoffen, dass das Flusspferd nicht vielleicht gerade im Wasser ist. Dann haben wir natürlich ein kleines Problem, so wie jetzt. Ich hole mal eben kurz Salat rein, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht rauskommen. Und dann gucke ich mal, ob ich ein Stück Kordel oder sowas habe. Dann können wir einmal so ein bisschen Maß nehmen und gucken, wie die Tiere überhaupt reagieren, ob sie das mitmachen. Okay, alles klar. Also sie weiß letztlich, dass ich hier irgendwann einen Antrag machen will, weil wir auch schon drüber gesprochen haben. Sie weiß nur nicht wie. Und so eine Nachtführung und so wollten wir schon immer mal machen. Und da wir leider nicht, also da ich jetzt nicht genau wusste, sie soll halt den Braten nicht riechen, sage ich mal. Also sie soll halt völlig unbeteiligt da reinkommen und dann soll dieser Überraschungsmoment einfach kommen. Wenn ich sie halt zum Essen eingeladen hätte und gesagt hätte, hey, lass noch Platz für die Nachspeise, dann weiß sie, was sie erwartet. Und hier bei dieser Nachtführung wüsste sie das halt nicht. Die Hammerköpfe erwarten Nachwuchs. Und so beschäftigen sie sich gerade mit dem Bau der Kinderzimmer. Sandra will sie dabei ein wenig unterstützen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Nistmaterial, und zwar Kokosfaser für die Hammerköpfe. Die nehmen das unheimlich gerne. Man zuppelt das in so schnabelgerechte Stücke und dann flechten die das in ihr großes Nest ein. Also es sind ja die auch, die riesengroße Nester bauen, so richtige Kugeln, wo sie dann 2 Eingänge haben, einen Alibi-Eingang und einen richtigen Eingang. Und das ist eigentlich sehr interessant. Also ich mag die unheimlich gerne. Der Alibi-Eingang einfach, also ein Haupteingang, wo sie wirklich reingehen und einen zum Beispiel für Feinde oder welche, die halt die Eier klauen, dass sie sich sozusagen verlaufen da drin. Also eine falsche Tür. Die Liebe der afrikanischen Schreitvögel ist noch jung. Das Pärchen ist noch nicht sehr lange zusammen. Er sagt, wir haben das Weibchen ganz neu bekommen. Wir sagen, das ist das erste Mal, dass sie so richtig schön bauen. Also haben jetzt auch Zweitwohnsitze und alles und immer kräftig dran. Also das klappt sehr, sehr gut. Beim Brüten werden wir die wahrscheinlich gar nicht unterstützen. Also sie werden hoffentlich die Eier ins Nest reinlegen und dann hoffentlich auch bebrüten. Aber so große Unterstützung können wir denen gar nicht geben. Natürlich ein bisschen Ruhe und damit wir nicht allzu oft hier hin und her latschen. Also auch wenn natürlich sein sollte, dass sie die Eier gar nicht bebrüten, würden wir die auch wegnehmen und wieder im Brutschrank legen, dann halt künstliche Brut machen. Aber das Beste ist schon die Naturbrut. Trete ich hier mal direkt den Rückzug an. Hammerköpfe legen ein sehr großzügiges Domizil für ihre Brut an. Bis zu 1,8 Meter Durchmesser erreichen ihre aufwendigen Bauwerke. Ja, man sieht auch schon direkt, wie sie sich draufstürzen, sich die Kokosfaser schnappen und das einflechten. Das ist auch eine sehr präzise Arbeit. Also sowas ist immer herrlich zuzugucken.
Also auch wie sie richtig schön das rauspicken, was sie gerade brauchen und dann hier versuchen und dann passt es nicht und dann nehmen sie doch wieder was anderes. Also sehr interessant immer. Quirle und ihr Baby zeigen sich von dem geplanten Heiratsantrag völlig unbeeindruckt. Vielleicht ist Papa Lier zugänglicher. Die Flusspferde sind vermutlich dann an dem Abend vielleicht im Wasser oder nicht im Wasser. Auf jeden Fall werden wir dann auch so eine Kiste mit Salat fertig haben. Und dann werde ich halt bei der Führung fragen, wer Lust hat, Salat zu füttern. Dann solltest du natürlich sagen, Schatz, komm, wir gehen mal schnell mit. Wir füttern auch mal so ein Zwergflusspferd. Und dann hoffen wir, dass sie natürlich rauskommen. Lier, ich versuch's mal gucken, ob er Lust hat. Weiß ich nicht genau. Also sie sind halt ganz lieb. Das ist unser Bulle, das ist der Lier halt. Lier. Also meine Idee wäre es halt, sollten eigentlich aus dem Wasser rauskommen oder schon an Land sein. Und dann habe ich hier so ein Tau erstmal vorbereitet, um halt einfach mal zu gucken, ob er sich sowas um den Hals hängen lässt. Und dann solltest du natürlich irgendwie eine schönere Schleife oder sowas besorgen, wo der Ring dran ist. Und dann hängen wir halt in dem Zuge, irgendwie müssen wir natürlich so ein bisschen gucken, dass deine Freundin das dann nicht ganz mitkriegt. Auf jeden Fall dem Lier vermutlich halt die Schleife um und dann hängt da der Ring dran und dann kann sie ihm den abnehmen. Genau, sollte die Überraschung ja irgendwie klappen. Also ich denke schon, dass er gleich rauskommt. Das ist natürlich schon was sehr Ungewöhnliches. Wir haben zwar schon Hochzeiten im Zoo, aber einen Heiratsantrag im Zoo haben wir noch nicht erlebt. Und also ich finde es eine tolle Idee von Mike und wenn wir helfen können und dann machen wir natürlich mit. Ich bin mal gespannt, wie seine Freundin darauf reagiert. Und natürlich auch die Frage, wie unsere Tiere mitmachen. Das ist natürlich das größte Problem. Wenn die Tiere nicht vernünftig mitspielen, dann muss der Mike sich den Ring vielleicht selber umhängen oder wie auch immer. Aber wir lassen uns mal überraschen. Hoffentlich traut sich die Braut ins Spe. Bei diesen Aussichten? Tina hat überhaupt keine Angst vor den Tieren, das glaube ich nicht. Also im Zweifel geht sie eher auf die zu. Und wenn sie die mal anfassen kann und streicheln kann, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Zum Üben reicht es ja eigentlich schon. Komm, wir probieren das mal einmal. Naja, funktioniert ja nicht ganz so, aber es geht. Also vermutlich haben wir vielleicht ein bisschen Pech, dass es im Wasser ist. Aber dann kann man halt einfach ihm Salat geben und so. Dann kann man den Ring abnehmen. Also ich denke, das sollte man hinkriegen, selbst wenn er im Wasser ist. Dann ist halt die Schleife ein bisschen nass. Kannst du auch ruhig mal anpacken, kannst ihm auch selber mal einen Salat geben. Schließlich soll er ja dein Glücksbote irgendwie werden, würde ich sagen. Hast du nicht, hast halt ein Flusspferd als Glücksboten. Ein bisschen Kohl kann nicht schaden. Bleibt zu hoffen, dass Mikes größter Wunsch sich erfüllt. Ja, wir sind jetzt 6 Jahre zusammen. Und ehrlich gesagt würde ich gerne am Ende meines verflixten 7. Jahres, also wir sind jetzt im 7. Jahr, heiraten. Außerdem werde ich nächstes Jahr 30 und ich würde auch gerne, bevor ich 30 bin, heiraten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt sind wir beide fast fertig und ja, jetzt wird Zeit. Wir haben jetzt 6 Jahre lang Zeit gehabt, uns kennenzulernen und es ist die Frau meines Lebens, die ich liebe und mit der ich alt werden will. Nächstes Mal bei den Ruhrpottschnauzen riskante Narkose. Gesundheitscheck bei Silberrücken Katu und Gorilla-Weibchen Dorle. Aufgeregte Vierbeiner. Das Wildhundrudel erwartet eine Überraschung. Unzufrieden. Löwenkater Piefke schmeckt das Mittagessen nicht. Und Liebeslohn, Nachwuchs bei den Wellensittichen.